Diese 7 Beetfehler ruinieren dein Blumenbeet im Juli. Wenn dein Blumenbeet im Juli plötzlich lückig, müde oder chaotisch wirkt, liegt es oft nicht daran, dass du zu wenig getan hast. Manchmal liegt es daran, dass jetzt genau die falschen Dinge passieren. Die Sonne steht hoch, der Boden trocknet schneller aus, manche Stauden sind verblüht, andere fallen auseinander. Und ein Beet, das im Mai oder Juni noch frisch war, sieht unruhig, leer oder ungepflegt aus. Servus und hallo, hier ist deine Garten-Lea. Heute schauen wir uns 7 Beetfehler an, die dein Blumenbeet im Juli schnell ruinieren können und was du jetzt konkret tun kannst. Viele Gartenfreunde reagieren dann zu schnell und füllen jede freie Stelle sofort auf. Aber ein schönes Blumenbeet entsteht nicht durch möglichst viele Pflanzen, sondern durch Platz, Struktur, passende Pflege und den richtigen Zeitpunkt. Der erste Fehler ist, offene Lücken einfach stehen zu lassen. Im Juli entstehen Lücken oft schneller, als man denkt. Frühblüher ziehen sich zurück, einzelne Pflanzen haben unter Hitze gelitten, manche Stauden sind nach der Blüte schwächer geworden. Plötzlich sieht man nackte Erde. Viele denken dann, das wächst schon wieder zu. Aber gerade im Sommer ist nackter Boden ein deutliches Signal. Er trocknet schneller aus, wird hart, bekommt Risse und Unkraut hat leichtes Spiel. Auch optisch wirkt nackte Erde selten ruhig. Sie sieht eher aus wie eine offene Baustelle. Und genau hier machen viele den Fehler, entweder gar nichts zu tun oder hektisch alles voll zu pflanzen. Besser ist es, Lücken bewusst zu behandeln. Eine dünne Schicht aus Rasenschnitt, Laubkompost oder feinem Gartenkompost schützt den Boden und beruhigt das Bild. In sichtbaren Bereichen kannst du passende einjährige Sommerblumen oder niedrige Kräuter setzen. Wichtig ist nur, eine Lücke soll geschlossen werden, aber das Beet soll nicht überladen wirken. Manchmal braucht ein Beet nicht mehr Pflanzen, sondern eine ruhigere Fläche. Der zweite Fehler ist, Verblühtes zu lange stehen zu lassen. Ein natürlicher Garten darf Samenstände haben. Manche sind schön und wertvoll für Insekten, aber im Juli stehen in vielen Beeten auch braune Blütenreste, matschige Stängel und vertrocknete Blütenköpfe. Das zieht das ganze Beet optisch nach unten. Bei Frauenmantel, Salbei, Katzenminze, Storchschnabel, Rittersporn oder Margeriten kann ein gezielter Rückschnitt viel verändern. Schau dir die Pflanze genau an. Was sieht noch stabil aus? Was ist braun, matschig oder krank? Was liegt im Vordergrund und macht das Beet müde? Schneide Verblühtes sauber zurück, entferne braune Blätter und kürze Pflanzen, die auseinanderfallen. Aber Vorsicht, nicht jede Staude wird gleich behandelt. Manche brauchen nur einen leichten Rückschnitt, andere dürfen stehen bleiben, weil ihre Samenstände später Struktur geben. Oft treiben Stauden danach frischer durch. Manche blühen sogar ein zweites Mal. Und selbst wenn keine zweite Blüte kommt, wirkt das Beet gepflegter. Rückschnitt im Juli ist kein Strafprogramm. Es ist wie ein ruhiges Aufräumen im Beet. Der dritte Fehler ist, im Juli falsch zu gießen. Viele Beete leiden nicht, weil sie gar kein Wasser bekommen. Sie leiden, weil sie falsch gegossen werden. Ein bisschen Wasser hier, ein bisschen Wasser dort, schnell über Blätter und Blüten gesprüht. Das sieht nach Pflege aus, hilft aber oft nur an der Oberfläche. Wenn die Erde oben kurz nass ist, darunter aber trocken bleibt, wurzeln Pflanzen flacher. An heißen Tagen hängen sie dann trotzdem schlapp herunter. Ein klares Signal ist, die Blätter wirken am Nachmittag weich und müde, obwohl du kurz vorher gegossen hast. Dann solltest du prüfen, ob das Wasser wirklich in die Tiefe gekommen ist. Stecke den Finger ein paar Zentimeter in die Erde. Ist nur die obere Schicht feucht, war es zu wenig. Besser ist seltenes, aber gründliches Gießen. Am besten morgens, langsam, bodennah und direkt an den Wurzelbereich. Nicht die Blätter duschen, sondern die Erde versorgen. So verdunstet weniger Wasser und die Wurzeln erreichen Feuchtigkeit in der Tiefe. Der vierte Fehler ist, Stauden zu dicht stehen zu lassen oder zu spät zu stützen. Am Anfang sieht ein frisch bepflanztes Beet oft leer aus. Die Pflanzen sind klein, zwischen ihnen ist Erde zu sehen und man hat schnell das Gefühl, da muss noch etwas hin. Doch Stauden brauchen Platz. Viele wachsen nach oben und in die Breite. Was im ersten Jahr ordentlich aussieht, kann später zu einem dichten Durcheinander werden. Dann nehmen sich Pflanzen gegenseitig Licht, Luft und Nährstoffe. Und das Beet verliert seine Ordnung. Im Juli kippen hohe Stauden zusätzlich schnell auseinander. Ein Gewitter oder Regenschauer reicht. Und Phlox, Rittersporn, Sonnenhut, Astern oder Dahlien
liegen quer im Beet. Und jetzt kommt der Punkt, den viele zu spät sehen. Die beste Stütze setzt man, bevor die Pflanze fällt. Nutze Staudenhalter, Bambusstäbe, Haselruten oder dezente Ringe, sobald du merkst, dass eine Pflanze instabil wird. Binde sie locker, nicht wie ein enges Paket. Sie soll natürlich wirken, nur eben geführt. Wenn dein Beet jedes Jahr zu dicht und chaotisch wird, notiere dir die Stelle für den Herbst. Dann kannst du teilen, versetzen oder mehr Luft schaffen. Nicht jedes Sommerproblem muss im Sommer gelöst werden. Manchmal reicht es, es rechtzeitig zu erkennen. Der 5. Fehler ist, keine ruhigen Strukturpflanzen einzuplanen. Viele kaufen Pflanzen nach Blüte. Im Gartencenter sieht man eine schöne Farbe und schon wandert die Pflanze in den Wagen. Doch ein Beet, das nur aus Blütenstars besteht, wirkt oft unruhig. Was fehlt, sind Pflanzen, die dem Beet Halt geben, auch wenn gerade weniger blüht. Das können Gräser sein, Stauden mit schönen Blättern, kompakte Pflanzen mit ruhiger Form oder Sorten, die sich im Beet wiederholen und wie ein roter Faden wirken. Denk an dein Beet wie an ein Bild. Die Blüten sind die Höhepunkte. Aber Strukturpflanzen sind der Rahmen. Ohne Rahmen konkurrieren alle Farben miteinander. Mit Rahmen wirkt selbst ein buntes Beet ruhiger. Ein einfacher Garten-Lea-Trick. Wiederhole eine robuste Staude 3 bis 5 Mal im Beet. Nicht alles einzeln setzen. Wiederholung schafft Ruhe. Genau dadurch sieht ein Beet geplant aus, auch wenn es natürlich wächst. Wenn dein Beet im Juli chaotisch wirkt, schau nicht zuerst auf die Farben. Schau auf die Höhen. Wo steht etwas zu hoch im Vordergrund? Wo verschwindet eine niedrige Pflanze? Wo fehlt ein ruhiger Hintergrund? Oft braucht das Beet nicht mehr Blüten, sondern bessere Ordnung. Der 6. Fehler ist, die Beetkante zu vernachlässigen. Das klingt klein, hat aber eine riesige Wirkung. Ein Beet kann innen schön bepflanzt sein. Wenn die Kante verwachsen, unklar oder voller Unkraut ist, wirkt der ganze Bereich sofort unordentlich. Gerade im Juli wachsen Gras, Giersch, Kriechpflanzen und kleine Wildkräuter schnell in die Beetfläche hinein. Der Übergang zwischen Rasen, Weg und Beet verschwimmt. Und dann verliert das Auge die Linie. Eine saubere Beetkante ist wie ein Rahmen für ein Bild. Du brauchst keinen perfekten englischen Rasen. Aber wenn der Rand klar erkennbar ist, wirkt der ganze Garten gepflegter. Schneide die Kante nach, entferne störendes Gras und ziehe kriechende Pflanzen zurück. Auch ein schmaler Streifen Mulch oder eine einfache Rasenkante kann helfen. Das dauert oft nur wenige Minuten, aber der Unterschied ist sofort sichtbar. Manchmal sieht ein Beet nicht wegen der Pflanzen chaotisch aus, sondern wegen dem Rand. Der 7. Fehler ist, keine zweite Blühphase einzuplanen. Viele Beete sind im Juni wunderschön und im Juli oder August plötzlich müde. Das passiert, wenn alle Pflanzen zur gleichen Zeit ihren Höhepunkt hatten. Dann stehen zwar viele Pflanzen im Beet, aber es fehlt Farbe, Höhe und Spannung. Darum lohnt sich im Juli der Blick auf die nächste Phase. Wo fehlt später Farbe? Wo fehlt Struktur? Wo braucht das Beet wieder Ruhe? Sommerblumen wie Zinien, Ringelblumen oder Schmuckkörbchen können Lücken füllen. Später blühende Stauden wie Sonnenhut, Herbstanemone, Fetthenne, Phlox oder Astern bringen Leben in die zweite Sommerhälfte. Auch Gräser helfen, weil sie dem Beet Ruhe geben, selbst wenn gerade weniger blüht. Aber auch hier gilt, nicht wahllos auffüllen. Erst beobachten, dann ergänzen. Ein Beet ist kein fertiges Möbelstück. Es ist ein lebendiges System, das sich entwickelt. Wenn dein Blumenbeet im Juli also plötzlich unruhig, müde oder chaotisch wirkt, heißt das nicht, dass du alles falsch gemacht hast. Der Juli ist einfach ein ehrlicher Monat. Die erste Kraft des Gartens ist vorbei, die Hitze nimmt zu und jetzt braucht das Beet Führung. Nicht hektisch, nicht perfekt, sondern aufmerksam. Geh langsam an deinem Beet entlang und stelle dir 3 Fragen. Wo ist nackte Erde? Was ist verblüht oder zusammengefallen? Und welche Stelle braucht jetzt wieder Ruhe, Struktur oder Farbe? Wenn du diese 3 Punkte beantwortest, weißt du meistens schon, was zu tun ist. Fang dort an, wo du das Beet am häufigsten siehst. Manchmal reicht es, den Vordergrund sauber zu machen, eine Lücke zu schließen, eine Pflanze zu stützen oder die Kante nachzuziehen. Größere Veränderungen notierst du dir für den Herbst. Dann lassen sich viele Stauden besser teilen, versetzen oder ergänzen. So arbeitest du nicht gegen dein Beet, sondern mit seiner Entwicklung. Mein Garten-Lea-Merksatz für heute lautet:
Ein ruhiges Blumenbeet entsteht nicht durch mehr Pflanzen, sondern durch bessere Entscheidungen. Schreib mir gerne in die Kommentare, welcher Beetfehler dir im Juli am häufigsten passiert. Lücken, Trockenheit, verblühte Stauden oder umgekippte Pflanzen. Und wenn du magst, geh heute Abend mit der Gartenschere durchs Beet und verbessere nur eine Stelle. Mehr braucht es gar nicht. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.